meine lieben Freunde von altem Lego. Nach dem Einleitungsvideo von letzter Woche habe ich heute für euch den ganzen Stadtplan aus den Jahren 1955 bis 1966 aufgebaut. Es ist die erste große Lego-System-Spielwelt, ein früher Vorläufer der heutigen Lego City. Im Januar 1954 hatte Gottfred Kirk Christiansen, der Sohn des Lego-Gründers Ole Kirk Christiansen, die Idee vom System im Spiel. Er verband das Sortiment der bisherigen Klemmbausteinkästen 700 und der Kunststoffmodellautos mit Straßenplatten und ergänzte es mit Zubehör im H0 Modelleisenbahnmaßstab von 1:87. Hier sehen wir die Grundpackung 703a von 1957. Auf dem Foto sind die Kinder von Gottfred, die 10-jährige Gunhild, die 5-jährige Hanne und der 8-jährige Kjeld. Sie spielen mit dem neuen System im Spiel, dem Lego Stadtplan. In den Grundbaukästen war aber kein Stadtplan und kein Zubehör enthalten, sondern nur die alten großen Grundbausteine, eine graue Grundplatte 10x20 und einige Fenster. Diese Grundbaukästen waren vorwiegend für den Bau der alten klassischen Häuser mit Stufendach geeignet. Die Steine waren bis 62 aus Zelluloseacetat, dem sogenannten Cellidor der Firma Bayer. Die Zelluloseacetatsteine haben das alte Lego-Logo auf den Noppen mit den weit und niedrig gedruckten Buchstaben mit dem runden O. Sie haben den besonderen Glanz, eine milchigere, durchscheinendere Farbe und das typische klappernde Geräusch. Sie waren bis 57 innen hohl und ohne Röhren. Erst am 28. Januar 1958 wurden die Klemmelemente patentiert und der moderne Stein war geboren. Typisch für die Zelluloseacetatsteine sind die Verformungen, die bei den Originalgebäuden die typischen Lücken verursachen. Hier ist eine Grundpackung 701 aus dem Jahr 1960. Sie kommt aus Großbritannien, man sieht das am Foto an der Innenseite mit dem Stadtplan im Linksverkehr. Es gab zur selben Zeit 9 unterschiedliche Grundbaukästen mit derselben Artikelnummer 700, von denen ich euch schon bei der vorigen Folge erzählt habe. Das größte Haus mit den 2 Grundplatten ist vom 700-0, eine Grundplatte hat das 701, nur kurze Zeit war das 702 am Markt. Vom 703 gibt es 2, hier ist das 703a, die kleineren sind das 704, 705 und der kleinste ist das 706. Das einzige Haus ohne die typische dicke Grundplatte, sondern nur mit einer dünnen 4x8 Platte mit dem typischen Waffelboden dieser Zeit. Der größte Grundbaukasten ist der Holzsortierkasten 700, der einzige mit Straßenplatte, 1:87 Fahrzeugen und Zubehör und mit den kleinteiligen Stadtplangebäuden. Er hat 2 Schiebedeckel, die auf der Innenseite den Stadtplan aufgedruckt haben. Der Stadtplan war auch getrennt erhältlich als Artikelnummer 200, zuerst 55 als rollbare Weichplastikmatte, dann 56 auf einer Holz-Hartfaserplatte und 59 auf klappbaren Karton. Ich habe hier die Stadtpläne von 59 und 60, beide mit Kjeld Kirk Christiansen am Titelbild. Die Kartonstadtpläne waren aufzuklappen und hatten innen farbige Felder mit Noppenmuster für die Gebäude und ein Straßenraster. Für Großbritannien gab es 1960 einen eigenen Stadtplan mit denselben Feldern, aber ganz anders angeordnet und mit den Straßen im Linksverkehr.
Auf der Aufmachung ist Kjeld im Alter von 13 Jahren zu sehen, die Mädchen sind hier immer Fotomodelle. Typisch für die Stadtplanzeit waren die unzähligen Ergänzungspackungen. Es waren kleine Kartons, mit denen sich die Kinder zum Taschengeldpreis Steine und Zubehör dazu kaufen konnten, die in den Grundbaukästen fehlten. Die Stadtpläne wurden nicht nur mit den Grundbaukästen bebaut, sondern es gab 1955 10 besondere Gebäudesets speziell für den Stadtplan. Wir beginnen mit dem kleinen Geschäft. Ich habe hier 2 Ausführungen, die von außen gleich ausschauen. Links das ältere Modell von 55, das wir schon das letzte Mal angeschaut haben, mit 1x2 Schlitzsteinen, in denen die Fenster ohne Noppen eingeschoben sind. 1956 verschwinden die Schlitzsteine und die Fenster bekommen Noppen. Zuerst Vollnoppen mit dem Logo, 57 Hohlnoppen und 59 bekommen die 1x2 Steine das Logo quer auf den Noppen. Neben dem kleinen Geschäft gab es noch weitere 3 kleine Zubehörpackungen mit Häusern. Das kleine Haus links, das kleine Haus Mitte und das kleine Haus rechts. Die Garage hat eine automatische Tür. Wenn man auf die Einfahrt drückt, schwingt das Garagentor auf und das Auto kann mit dem Gefälle aus der Garage fahren. Hier sehen wir das Autohaus, der VW-Verkauf mit einem Schaufenster für den Käfer, davor 2 Straßenlampen. Das ist die Autowerkstatt, bei der 2 Käfer dabei waren und 2 Verkehrszeichen. In keinem Stadtplan darf die Esso-Tankstelle fehlen. Die Garage ist mit einem Verkaufsgebäude verbunden. Davor steht eine Reihe Zapfsäulen mit Lampen und ein Schild. Es war der legendäre Tanklastwagen dabei. Hier ist die Feuerwache mit der Drehleiter. Die dänische Kirche mit dem Schriftstein Anno 1762 und mit einem Tannenbaum. Zum Stadtplan gab es noch viele kleine Ergänzungspackungen mit Zubehör. Das Zubehör im H0-Maßstab 1:87 konnte man nicht auf die Legosteine stecken. Diese Ergänzungspackung mit dem Garagentor haben wir uns schon beim letzten Video angeschaut. Auf der Rückseite ist das Lego-Maskottchen mit dem Hotel, das ich selbst nachgebaut habe. Es war das erste Gebäude, das ich als erwachsener Sammler selbst gebaut habe. Eine Zubehörpackung enthielt 6 Flaggen, mit denen man Gebäude und Schiffe dekorieren konnte. Die alten Flaggen bis 63 hatten Rundsteine ohne Rillen. Eine Ergänzungspackung war mit Straßenlampen, hier die seltene Packung mit 4 Verkehrspolizisten, Ampel und Verkehrsinsel. Es gab noch eine Packung mit 3 Bäumen und einem Busch und eine Packung mit 2 Motorradfahrern, einem Motorroller und einem Rennradfahrer. Hier ist die Ergänzungspackung mit den Verkehrszeichen. Es gab sogar auch einen Leuchtstein mit einer Kabeldurchführung für Gebäude. Es gab keine Batteriebox, die Stecker klemmte man auf die handelsüblichen 4,5 Volt Flachbatterien. Zum H0-Maßstab zählten auch die Fahrzeuge. Die ersten waren die Bedford-LKWs von 55. Sie waren in einem Karton verpackt. Es gab nur eine Packung für alle unterschiedlichen LKWs. Der VW-Käfer kam 57, zuerst in einer Schaufensterpackung mit 4x8 Grundplatte, Schriftstein und einem Klarsicht-Schaufenster.
1963 wurden die Autos in Klarsichtgaragenboxen mit einer Schiebetür verkauft, wie wir sie hier sehen. Ab 1960 waren die Autos in kleinen Kartonschachteln mit eingefaltetem Sichtfenster, das gleichzeitig die Fahrzeuge festhält. Auf der Rückseite gibt es eine Sortimentsübersicht. Die ersten Fahrzeuge waren 1955 die Bedford-LKWs. Es gab 6 unterschiedliche Modelle und 2 Anhänger. Die älteren Modelle haben die Blinker vorn unter den Scheinwerfern. Und die neueren Modelle ab 1957 haben die Blinker auf der Seite an den Kotflügeln. Die Fahrzeuge haben Metallräder, das sieht zwar nicht besonders realistisch aus, aber in Verbindung mit der leichten Plastikkarosserie haben die schweren Metallräder sehr gute Rolleigenschaften und wirken sogar teilweise wie eine Schwungmasse. Das Feuerwehrauto hat eine voll bewegliche Drehleiter, man kann sie aufstellen, einmal ausfahren und drehen. Hinten hängt eine Schlauchhaspel, die besonders leicht verloren geht. Hier haben wir den Abschleppwagen, zuerst noch mit Metallhaken, den Möbeltransporter mit 2 Türen zum Aufklappen und den Esso-Pritschenwagen mit Anhänger und dem besonders seltenen 1x1 Rundstein mit Abschiebebild als Ölfass. Der Esso-Tankwagen war bei der Tankstelle dabei und auch als Einzelstück erhältlich. Der 6. Laster ist ein Pritschenwagen mit Anhänger. Wir sehen hier die starken Verformungen vom Zelluloseacetat. Als zweites Fahrzeugmodell gab es 1956 den VW-Bus. Letzte Woche habe ich euch das erste Modell ohne Fenster gezeigt. 1957 gab es ihn mit Fenster als Kastenwagen. Das häufigste Auto in unglaublichen 27 originalgetreuen Lackierungen ist der Käfer. Bei ihm muss man aufpassen, dass die Stoßstangen sehr leicht abbrechen. Trotz der Häufigkeit findet man kaum noch Modelle mit einwandfreien Stoßstangen. Im Jahr 1961 kamen eine Reihe weiterer Personenwagen heraus, der Opel Rekord mit eingesteckten Scheinwerfern, die hier fehlen, der Ford Taunus 19M Deluxe, Mercedes 220S, der einzige mit aufgemalten Scheinwerfern, Karmann Ghia, hier sind Nägel eingesteckt als Scheinwerfer, und 63 der Mercedes 190 SL. Bei diesem fehlen Scheinwerfer und Windschutzscheibe, aber mindestens das Lenkrad ist noch vorhanden. 1965 kam ein neuer Ford Taunus 17M mit neuer Karosserie heraus, der Fiat 1500 und der legendäre Citroën DS19 mit einer breiteren Achse vorn und einer schmaleren Achse hinten. Wie die anderen Autos hat auch dieser eingesetzte Scheinwerfer aus transparentem Kunststoff. 1964 wurde die Marke der Lastwagen von Bedford auf den kurzen Rundhauber Mercedes L322 geändert. Hier sehen wir den Kastenwagen, den Pritschenwagen, den Abschlepper. Ganz neu waren die Sattelschlepper. Der Kühlaufbau Interfrigo hatte nur eine Achse in der ursprünglichen Form. Später gab es den Auflieger mit Unterbau und 2 Achsen. Der Tankwagen hatte zuerst die Treibstoffmarke Esso. 1965 wechselte Lego auf die Marke Shell. Dieses Logo gab es in Großbuchstaben und in Kleinbuchstaben. Bei der Tankstelle war der Shell-Sattelschlepper bis 1970 im Sortiment. Hier sehen wir den kontinentaleuropäischen Stadtplan 810 aus dem Jahr 1961.
Mit der Packung konnte man die Esso-Tankstelle und 7 weitere Gebäude bauen. Es waren auch Dachsteine enthalten, aber sie reichten nur für ein kleines Haus und für einige Markisen. Das Dach des großen Hotels musste noch in der ursprünglichen altertümlichen Stufenbauweise gebaut werden. Hier sehen wir ein kleines, kompaktes Dreierhochhaus und noch einen schönen Taxistand. Er besteht aus 2 getrennten kleinen Häusern und einem Mittelteil mit Vordach. In Nordamerika gab es 2 verschiedene Stadtplansets. Stadtplanset Nummer 725 von 1961 mit der Esso-Tankstelle, einem wirklich wunderschönen Hotel mit transparenten Steinen als Fenstern, einer großen Feuerwache mit 4 Einfahrten, und dann gab es noch den Stadtplan 842 von 1969. Er war nicht im Standardkatalog, sondern nur in bestimmten Handelsketten erhältlich, wie zum Beispiel Sears. Der große Supermarkt mit den Schaufenstern ist besonders gut gelungen, ebenso das gelbe Bürogebäude mit dem Wandmosaik und das Einfamilienhaus mit Kamin, Dach- und Fensterläden sind in Feinbauweise mit den neuen kleinen Platten gebaut. Im Hintergrund habe ich wieder die Reihe Häuser aufgestellt, die ich als Ergänzung vom Stadtplan selbst gebaut habe. Zuerst das Hotel vom Lego-Maskottchen von 1954, dann das Doppelhotel aus der Bauanleitung von 58, ein Hochhaus aus dem Ideenbuch von 66, ein eigenes Dreierwohnhaus, ein rotes Hochhaus aus dem Katalog von 55. Dieses Dreierreihenhaus war auf dem Stadtplan 200 von 1954 abgebildet. Hier habe ich die neuen Zellulose-Acetat-Dachsteine aus dem Jahr 58 verbaut, mit denen man vielseitige Dächer gestalten kann. Ich habe hier den Firsteckstein eingebaut, den es heute nicht mehr gibt. Aus dem Ideenbuch von 1960 habe ich Windmühle, Hafenkran und ein Schiff nachgebaut. Der Kran ist ohne Drehelemente, es sind nur 4 Makaronisteine im Kreis angeordnet. Genauso gibt es bei der Windmühle keinen Achsstein. Die Achse besteht aus einer Reihe 1x1 Rundsteinen. Das habt ihr schon im letzten Video gesehen. Heute zeige ich euch 5 neue Gebäude aus den 60er Jahren. Zuerst 2 Häuser von 1963, das Haus mit Garten, auf 2 dicken Grundplatten, das Dach ist mit Dachsteinen gebaut. Vorne gibt es eine Reihe Büsche, die auf die Noppen aufgesteckt sind. Das zweite Haus ist auf dünnen Grundplatten gebaut. Es enthält eine Garage aus dem Stadtplan mit einem 1:87 Mercedes. Das Dach ist in Feinbauweise mit den neuen Platten. 63 gab es eine Windmühle mit dem neuen Achsstein und drehbaren Flügeln. 65 das kleine Wochenendhaus mit dünner Grundplatte und den Dachsteinen. Und 66 gab es die Shell-Tankstelle mit 2 Garageneinfahrten mit transparenten Garagentore. Wie gesagt, mit dem Sattelschlepper bis 1970 im Sortiment. Wir haben ein neues Tankstellenschild und neue Zapfsäulen, die zwischen die Noppen eingesteckt werden. Damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Videos angelangt mit der Übersicht der Stadtplansets von 1955 bis 1966. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugesehen habt. Das nächste Mal geht es um die Erfindung des Rades.
Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.